Moin ihr auch zur Not mit quadratischen Kugeln spielenden Gravitrax-Fans. In diesem Video lernt er die neue Vertical Cannon kennen. Seit einem Jahr die erste wirklich neue Erweiterung für Gravitrax. 10 Höhensteine soll sie nach oben ballern und dann schauen wir uns mal an, ob das auch klappt. So sieht das ganze Ding also aus. Auch ein kleiner Karton der normalen Gravitrax Erweiterungsreihe. Die sind ja letztes Jahr oder dieses Jahr verkleinert worden. Und auch hier gibt es wie immer nur noch diese Klebedinger drumherum, keine Folie mehr. Und jetzt machen wir das Kartönchen erstmal auf. Und hier sind natürlich jede Menge Kleinteile drin. Auch schon mal eine Kugel. Weitere Kleinteile, die werde ich gleich aufbauen. Eine rote Kugel und insgesamt sind es 3 silberne Kugeln, also 4. Das sieht nach einem Zulauf aus, so wie von den Powerteilen bekannt. Dass die Kugel auch zuverlässig in die Vertical Cannon wahrscheinlich reinläuft. Das sieht aus wie der Grundstein der Vertical Cannon und hier sind noch so ein paar kleinere Teile, aber ich würde sagen, ich baue das jetzt erstmal auf. Ebenfalls mit dabei ist natürlich eine kleine Bedienungs- und Aufbauanleitung, die wird vielleicht möglicherweise ganz nützlich sein, aber es dürfte eventuell auch selbsterklärend werden. Ja, ich würde sagen, ich baue es einfach auf und wir schauen uns das dann nochmal genauer an. So, hier liegen die ganzen Einzelteile, ich mache nochmal den Karton weg und ja, also wie gesagt, der wird dort davor gesetzt vor die Vertical Cannon. Den kann ich erstmal aus dem Weg räumen. Das ist das Hauptteil. Ich würde sagen, ich baue den Abschussbehälter. Kann man das so nennen? Behälter nennen? Ja, Rampe ist es ja nicht so richtig. Das Schießrohr baue ich als erstes zusammen. Das wird geklickt. So, und dann muss das ja irgendwo hier dann hier drauf kommen. Das wird ja wahrscheinlich das Teil hier sein, das davor gesetzt wird. Denn dann muss ja die, aber vielleicht... Hier ist was offen. Muss auch erst das grüne Teil da drauf. Das scheint so einzurasten, aber das muss hinterher drauf. Okay. Dann setze ich den jetzt drauf. Ja, das kann ja nur hier reingehören und dann muss das doch irgendwie zusammengesteckt werden. Das hält ja so nicht. Ja. Ach, okay. Es ist so simpel, einfach das Rädchen nach rechts rum einfach festdrehen und dann funktioniert das schon. So, hier ist der Ausgang für die Kanone, der in alle Richtungen drehbar ist. Das ist natürlich sehr praktisch, so dass das auch flexibel verwendet werden kann. Wirkt so ein bisschen flipsig jetzt hier gerade alles. Und dann wird das ganze Teil letzten Endes da drauf gesteckt. Genau. Und dann wäre das ganze Ding ja eigentlich schon einsatzbereit. Ich mache jetzt mal die Kugeln hier raus. Und ja, wie mache ich das denn eigentlich? Die müsste ja jetzt hier magnetisch angezogen werden. Okay, was war hier im Weg? Dann drücke ich hier den Knopf und dann bewegen sich die Kugeln nach oben. Und die wäre dann jetzt quasi abschussbereit. Okay, also muss ich jetzt mal eine weitere reinlaufen lassen. Okay, das war jetzt nicht so üppig. Lässt sich aber auch dann weiter drehen und dann fallen die Kugeln auch hier wieder raus. Okay, gut. Dann mache ich das jetzt nochmal und versuche das mal etwas zügiger zu machen. Jetzt hier, dass die Kugel da schneller reinrollt. Und schwupp, schießt dann auch schon die andere raus. Jetzt einfach mal weiter. Und verwende jetzt meine 4 Kugeln, weil das soll ja eine endlose Kanone quasi sein. Ich habe jetzt hier, wie man sieht, die ganzen Kugeln drin und die letzte würde dann jetzt die erste rote oben wieder auslösen. Wenn ich sie hier reinpacke, dann fliegt die rote oben raus. Man sieht hier gut, dass ich jetzt hier 10 Höhensteine dran gebaut habe. 10 Höhensteine war die Kurve noch etwas unter dem Auslauf
und mit 11 Höhensteinen war sie drüber und hätte den Lauf der Kugel oben blockiert. Aber mit 10,5 Höhensteinen passt es genau so, dass die silberne Kugel theoretisch auch zurücklaufen könnte. So eine kleine Kante ist da, aber das würde mit etwas besserem Schwung auf jeden Fall funktionieren. Drücke jetzt mal so lange, bis wieder eine oben ist und schaue mal, ob die dann auf der Kurve landet oder ob der Schwung zu groß ist. Das war jetzt gar nichts, drehe jetzt einfach nochmal weiter, dann kommt die eine wieder da raus. Jetzt müsste die rote oben liegen und die lenkt auf jeden Fall. Achso, ich muss erst weiter drehen. So, jetzt liegt eine oben und jetzt müsste die rausgeschossen kommen. Einmal der Blick von oben und ich lasse jetzt nochmal eine Kugel reinrollen. Achso, ich muss immer erst drücken und man sieht dann auch, wie die Kugeln da durchlaufen. Ich lade jetzt schon mal nach und die nächste kommt dann auch gleich. Und da muss ich hier wieder drücken und dann kommt die rote wieder oben rausgeschossen. So mit einem direkt angrenzenden Kurvenstein funktioniert es sehr gut. Ich probiere jetzt natürlich auch nochmal mit einer Schiene aus und schau mal, wie zielsicher das dann darauf landet. Okay, ich habe diese Säule hier jetzt etwas nach rechts geschoben und verbinde jetzt mal die Kanone, die Vertical Cannon, mit dem, warum klemmt das so? Mit der Säule hier hinten und werde dann nochmal versuchen, ich drehe schon mal weiter, ich lasse reinrollen und drehe dann weiter, dann müsste sie gleich rausschießen. Okay, das landet auf jeden Fall ziemlich gut, das ist in Ordnung so. Ich nehme jetzt mal 2,5 Höhensteine darunter, dass die Landefläche etwas wegkippt quasi und mal schauen, wie das dann funktioniert. Ich drehe jetzt mal vorher. Auch das funktioniert noch. Jetzt mache ich noch mal, ich glaube, jetzt bin ich bei 7 Höhensteinen. So, drücken. Das hat jetzt nicht geklappt. Okay, da ist die Schiene jetzt zerrissen. Ich mache jetzt wieder eine Kugel nach oben. So, jetzt liegt eine oben. Das ist jetzt schon auch die Grenze hier quasi für die Dreierschiene, wie sie in den Kurvensteinen hält. Aber auch das funktioniert. Wenn ich jetzt noch einen weiteren Höhenstein da rausnehme und das wieder da reinhänge, dann wird es zu eng werden. Es geht gerade noch so, aber vielleicht klappt es noch einmal. Nee, wir haben ja noch weitere Möglichkeiten. Wir nehmen jetzt mal nur die 3 Höhensteine, haben ja hier eine Höhe von 7. Und ich hänge dann jetzt mal eine lange Bergabschiene da rein. Geht ein bisschen stramm, okay, aber funktioniert. So sitzt das dann da und lasse jetzt eine Kugel reinrollen. Die fliegt bis nach unten zur Kurve, wie man gut gesehen hat, und landet aber doch ziemlich gut dort in der Kurve drin. So, die wichtigste Frage bei der Vertical Cannon ist natürlich, wie funktioniert das, wenn ich hier auf ein Trampolin drauf schieße? Ist das zuverlässig? Hat die Kugel immer dieselbe Geschwindigkeit, damit man hier wirklich coole Trampolinsprünge mit bauen kann? Das werde ich jetzt versuchen. Ich drücke kurz die nächste Kugel nach oben und das hat schon mal nicht so ganz hingehauen. Ich müsste jetzt mal schauen, ob ich vielleicht doch noch einen Höhenstein rausnehme. Ach so. Und probiere es nochmal. Das sah jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Vielleicht muss ich doch deutlich höher gehen, als ich das erst bedachte, damit das Trampolin ordentlich in der Mitte getroffen wird. Achso, das Nachladen hier, da muss man auch immer dran denken erstmal. Das ist gar nicht mal so trivial. Das sah doch jetzt ganz gut aus. So, dann hätten wir jetzt einen funktionierenden Winkel und ich schaue mal, kriegen wir das nochmal hin. Das sieht doch ganz okay aus. Und so eignet sich die Vertical Cannon ja eigentlich dann auch für Endlosbahnen, wo man nur manuell halt drin eingreifen muss. Und ich habe ja jetzt hier mehrere Versuche gemacht und ich muss sagen, dass das jetzt hier, wie es jetzt hier gerade steht, wenn ich das hier etwas festhalte auch, dann funktioniert das mit dem Trampolinsprung eigentlich dauernd zuverlässig nacheinander. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, ein Fazit zur neuen Gravitex Erweiterung Vertical Cannon. Ich bin positiv überrascht. Die ganzen neuen Sachen
wie das Star Wars Set. Das verlinke ich mal hier oben, das Video dazu. Das ist ja schon Anfang September erschienen und die hätte eigentlich auch Anfang September erscheinen sollen, aber das hat sich ja um 4 Wochen jetzt in den Oktober halt rein verschoben. Heute ist übrigens der 1. Oktober und das ist auch der offizielle Release-Termin der Vertical Canon. Und mein Ersteindruck, ich habe ja so ein paar Versuche aufgebaut, halt, was mir wichtig war, wie zuverlässig die Kugeln da oben rausschießen. Sind sie schnell genug? Sind sie zu schnell? Das sah soweit wirklich ganz gut aus. Und auch dieser Sprung hier auf das Trampolin war dann nach der richtigen Einrichtung der Trampolinsäule durchaus zuverlässig und das viele Male nacheinander, was definitiv für die Vertical Canon hier spricht. Und manche werden sich jetzt fragen, hey, ein Video ohne Beispielbahn, was soll das? Wird es noch geben, und zwar mit diesem Set hier. Das ist das Action Set Energy, was ich jetzt auch da habe, was auch neu ist, und damit werde ich dann die Vertical Canon über Beispielbahn auch bauen. Letztendlich lässt sich sagen, es gibt jetzt endlich wieder eine neue Erweiterung, die die Kugeln zuverlässig, scheinbar zuverlässig, ziemlich zuverlässig nach oben bringt, und das wurde langsam mal wieder Zeit. Und dann auch noch gleich ziemlich krasse 10,5 Höhensteine hoch. Das ist wirklich lohnenswert und deswegen gibt es hier jetzt definitiv erstmal einen Kauftipp. Und ob sich das Action Set Energy lohnt, das seht ihr dann im nächsten Video. Deswegen lasst ein Like da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert das Bimmelbammel-Glöckchen, denn dann bekommt ihr eine Nachricht, wenn dieses Video hier erscheint. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.